Liebe Wohnmobilfreunde, das Thema Internet heute hier in diesem Film. Was nutzen wir für einen Vertrag? Was nutzen wir für Möglichkeiten? WLAN und Antenne. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Alles Nähere dazu heute hier in diesem Film. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisende hier auf unserem Kanal. Heute einmal das Thema, was nutzen wir über die Jahre für Internet, was haben wir für einen Vertrag. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das wissen wir selbst. Wir zeigen jetzt nur mal auf, was wir persönlich nutzen und was wir daraus für Vorteile haben. Wir haben bei einem großen deutschen magentafarbenen Mobilfunkkonzern schon über viele Jahre unseren Hauptvertrag, und diese Verträge werden ja ständig irgendwo abgeändert, es werden Optionen dazu gebucht und so weiter, und da kam vor einiger Zeit die Möglichkeit hinzu, dass man bestimmte Streamingdienste über das Internet nutzen kann, ohne dass das Datenvolumen, was uns monatlich zur Verfügung steht, angegriffen wird. Das nutzen wir schon seit einiger Zeit, auch im Wohnmobil, im vorhergehenden Wohnmobil, und da haben wir uns damals eine sogenannte Speedbox zugelegt, eine Mini-Speedbox, so wie wir es hier jetzt sehen. Das ist jetzt der Nachfolger. Wir haben uns damals den Vorgänger zugelegt. Der Vorgänger ging bis 150 Mbit pro Sekunde Downloadgeschwindigkeit. Seitdem nutzen wir das peu à peu, die Streamingdienste über das Internet. Was hat das jetzt für einen Vorteil im Reisemobil? Wie wir es jetzt sehen können, haben wir ja schon in diesem Film das gezeigt, dass wir die zwei TV-Geräte haben, die smartfähigen TV-Geräte haben, die jetzt mit dem Internet, mit dem WLAN hier im Mobil verbunden sind, und somit können wir sämtliche TV-Programme hier in HD-Qualität empfangen. Somit fällt für uns diese HD-Plus-Karte natürlich auch weg, die monatlich ca. 6 € kostet, hebt sich hier dann somit natürlich auf. Seitdem nutzen wir das sehr ausgiebig, weil das für uns eine sehr angenehme, leichte Variante ist. Man hat hier die Möglichkeit, auf diesem WLAN-Router sämtliche Geräte aufzubuchen, bis zu 10 Geräte. Bei uns hängt das Gerät im Wohnmobil und wird hier angeschlossen an eine Mini-USB, wenn man das jetzt hier mal sieht, hier Mini-USB-Dose wird es bei uns im Wohnmobil aufgehängt, wird es angeschlossen, und somit ist das Geschichte, und alle Geräte, die wir jetzt hier dann im Wohnmobil haben, iPad und so, buchen sich automatisch in dieses WLAN mit ein. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, nutzen wir natürlich weniger, weil es bei uns nicht die Voraussetzungen hergibt. Ich erkläre es gleich warum, dass man hier an dieses Gerät, wie man es jetzt hier sieht, eine externe Antenne anschließen kann. Die Antenne haben wir ja hier, das ist eine sogenannte 4G-Antenne, die ist für den Außenbereich gedacht, die kann man aufkleben, ca. einen halben Zentimeter hoch, die kann man irgendwo hinkleben, und dann hat man hier ein langes Kabel, das kann man durch die Dachdurchführung durchführen oder durchs Fenster, wie man das halt will, und steckt dann hier die Antennenkabel, die zwei Antennenkabel, die wir hier haben, in das Gerät ein. Ich zeige es nochmal hier. Nummer 1, und dann kommt hier die Nummer 2 rein. Na, wenn man es jetzt hier mal genau sieht. So, und somit kann man das Gerät wunderbar positionieren, und damit ist das für uns hier unabhängig.
Vorteil bei diesem Gerät ist natürlich auch, dass das Gerät einen Akku hat. Ich zeige es hier mal in die Kamera, wie man es jetzt hier schön sehen kann. Akkulaufzeit und natürlich die Verfügbarkeit vom LTE-Netz. Das Gerät kann man dann ganz normal im Wohnmobil positionieren, an einer Stelle, egal wo man ist, am besten an einer Stelle, wo man in der Nähe einen USB-Anschluss hat oder eine Steckdose oder einen 12-Volt-Anschluss, damit hier das Gerät auch geladen werden kann. Bei uns hängt das hier vorne, ich kann es dann nochmal zeigen, in der Nähe vom Cockpit. Die Antenne, wie wir es jetzt hier haben, brauchen wir nicht mehr. Ich finde da auch keine Unterschiede. Die Unterschiede waren bei uns gegeben, wo wir unser altes Wohnmobil hatten. Das alte Wohnmobil hatte die Außenhaut mit Alublech und da waren leichte Einschränkungen da im Qualitäts- und Signalbereich, hat man dann auch gesehen. Bei diesem Gerät haben wir im neuen Wohnmobil hier keine Probleme mehr, da das Reisemobil jetzt bei uns komplett aus GFK besteht und da haben wir auch hier keine Probleme mehr mit dem Empfang. Mit dem Empfang im Bundesgebiet haben wir hier auch keine Probleme mehr. Das muss natürlich jeder für sich selber mal herausfinden. Wir haben noch keinen Stellplatz gehabt, wo wir noch keinen LTE-Empfang mit diesem Gerät gehabt haben. Eher passiert es uns, dass wir natürlich auf einem Stellplatz stehen, wo wir keinen Satellitenempfang haben, weil Bäume im Wege stehen und so weiter. Das passiert uns eher mal, als dass wir jetzt hier mit diesem WLAN-Router keinen Empfang hat. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, somit nutzen wir natürlich das Internet über unsere zwei Geräte, TV-Geräte. Wir haben sämtliche TV-Programme hier im Angebot in HD-Qualität. Somit schauen wir über unsere TV-Geräte in HD-Qualität sämtliche TV-Sender, die man jetzt so kennt, privat, öffentlich-rechtliche, zusätzliche und so weiter. Ganz interessant. Wir nutzen zusätzlich dazu Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime. Hat man hier auch die Möglichkeiten. Es gibt natürlich Streaming-Dienste en masse, was man hier nutzen kann und natürlich auch das Internet. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, das nutzen wir ganz einfach. Die Antenne führen wir natürlich immer mit. Sollte doch mal was sein, wo wir jetzt keinen ausreichenden Empfang haben, ist aber noch nicht vorgekommen. Ansonsten nutzen wir das Gerät. Es ist klein, handlich, hat einen Akku integriert, kann bis zu 300 Mbit pro Sekunde Downloadgeschwindigkeit aufbauen, ist von Huawei, wie man jetzt hier sehen kann. Ich kann es dann nochmal mit einblenden. Das Gerät haben wir direkt von unserem Anbieter bekommen und Akku hält mit Volllast, wenn wir jetzt Volllast fahren, ca. 6 bis 8 Stunden, je nachdem wie viel man Geräte auch hier dran hat und wie natürlich der Empfang ist. Um das euch jetzt mal im Detail zu zeigen, ich habe es jetzt hier mal, lässt sich besser präsentieren, auf das iPad mir das Ganze gezogen. Das ist jetzt zum Beispiel unser Streaming-Dienst, den man jetzt hier nutzen. Jetzt haben wir hier sämtliche TV-Sender mit der digitalen Programmzeitschrift im Angebot. Dann klicke ich jetzt einfach hier drauf. Zum Beispiel haben wir hier RTL und hier haben wir jetzt das Bild, kann man jetzt hier Vollbild machen und ganz einfach reinziehen in unseren TV-Programm. Umschalten ganz normal, wie man es gewohnt ist, sucht man sich dann aus über die Fernbedienung, was man hier haben möchte. So ist das dann auch auf unserem TV zu sehen. Hier wähle ich dann meinen Fernsehsender aus, beziehungsweise was hier läuft. Jetzt haben wir hier mal, dass wir es mal zeigen können, ganz einfach Pro7 laufen. Ist das Pro7? Ne, Kabel 1. Kabel 1 in HD. Hier sehen wir es. Kabel 1 in HD. Und das kann man auf alle TV-Geräte im Wohnmobil streamen. So schaut das aus.
Ich habe das Ganze auch mal gemessen für diejenigen, die das interessiert, wie viel Datenvolumen verbraucht man da. Also wir nutzen das natürlich ausschließlich nur über Streamingdienste. Wir machen ausschließlich nur alles, was Internet betrifft, hier drüber. Und wir haben einen Datenverbrauch von ca. 200 bis 300 Gigabyte im Monat. Dazu muss man auch sagen, es laufen alle TV-Geräte drüber, es laufen alle Streamingdienste drüber, es laufen zig Geräte darüber von uns, Telefone, iPads, iPhones. Bloß, dass man mal einen kurzen Umriss hat, was man jetzt an Daten hier verbraucht, wenn man das komplett nutzt. Ja, jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie funktioniert das Ganze auf dem Fernsehen im Wohnmobil. Wir sehen das hier im Hintergrund. Ich habe jetzt mal die Maske laufen. Man hat hier die Startseite, man hat die verschiedenen Angebote, zum Beispiel Live-Videos, meine Videos, Filme, Auswahl. Wir gehen mal auf die Startseite und gehen ganz einfach mal runter. Hier haben wir Netflix und natürlich diese Waipu TV, was wir jetzt hier nutzen als TV-Streaming. Das schaut dann so aus, da gehen wir hier rein. Dann hat sich das geladen. Jetzt haben wir hier die ganzen TV-Sender im Überblick, die einzelnen Sender, die digitale Programmzeitschrift. Hier zum Beispiel gehe ich jetzt drauf und da habe ich diesen TV-Sender in HD. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Sat.1 HD zeigt es hier an. Frühstücksfernsehen inklusive Uhrzeit. Gehen wir jetzt in einen Streaming rein, zum Beispiel Netflix, schaut das so aus, habe ich schon mal gezeigt in dem Film hinten beim Fernsehen, im Heck, dass man im Grunde genommen die Filmauswahl hier hat. Läuft wunderbar, ich kann es ja noch mal zeigen von der Geschwindigkeit her. Wir haben unseren WLAN-Router hier. Wir haben 4 Balken und surfen zurzeit mit einer Geschwindigkeit von 15 Mbit pro Sekunde. Das ist natürlich vernünftig, das ist natürlich anständig. Für diejenigen, die das interessiert, die einen Streamingdienst in ihrem Vertrag integriert haben, wird der monatliche Datenverbrauch nicht berührt. Das heißt, egal ob man 2 GB hat oder 30 GB Datenvolumen im Monat, kann man streamen, so viel und so oft wie man möchte. Man muss bloß schauen, dass man den richtigen Streamingdienst dann auswählt, der in dem Vertrag oder in dem Streamingdienst mit inklusive ist. Sind aber meistens alle inklusive. Amazon Prime ist überall mit drin, Netflix ist überall mit drin, TV-Sender sind überall mit drin von Angeboten her. Da gibt es eine ganze Menge. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt es ganz einfach unten in die Kommentare rein. Uns würde natürlich auch mal interessieren, was nutzt ihr für Streamingdienste so, weil ja das Angebot schier enorm groß ist. Wir haben zurzeit noch unseren Angebot-Streaming-Dienst Magenta TV von unserem großen deutschen Mobilfunkbetreiber. Das nutzen wir natürlich vorwiegend. Uns würde uns natürlich mal interessieren, was nutzt ihr so für Streaming-Dienste? Schreibt es ganz einfach mal rein in die Kommentare. Was nutzt ihr so für Möglichkeiten mit Internet? Das ist unsere Möglichkeit ganz einfach mal gewesen hier im Internet, im Wohnmobil. Unsere einfache Variante, platzsparend, stromsparend, energiesparend, das ist ein wichtiger Aspekt. Man kann das auch schnell mal mitnehmen, irgendwo hin, wenn man jetzt im Ausland irgendwo sich befindet, dass man das in der Handtasche steckt. Meine Frau steckt das dann ab und zu mal in der Handtasche. Die Antenne für diejenigen stelle ich unten mal mit ein. Die Antenne ist für diejenigen gedacht, die sich das Gerät kaufen. Was ich unten mit einstelle, die ganz einfach sagen, wir brauchen das. Wir haben ganz einfach nicht so einen tollen Empfang, unser Reisemobil schirmt ab. Bei uns ist es natürlich hier nicht so der Fall. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden.
Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, das war das Thema Internet. Was haben wir hier in unserem Reisemobil verbaut? Was nutzen wir hier? Datenloses, grenzenloses Internet, kann man so schön sagen. Das war's mal gewesen von unserer Seite her zum Thema Internet. Wir freuen uns natürlich auf euren Daumen nach oben, wenn euch der Film gefallen hat. Und wir sehen uns natürlich bis dahin auf den schönsten Plätzen der Welt.